einen Song zu schreiben, muss ich mich in einem Zustand befinden, der einer emotionalen Verletzlichkeit gleicht. Ich muss nicht unbedingt emotional verletzt sein, aber ich muss irgendwie in einem Flow sein, sodass Gefühl fließt. Und das ist eine Sache, die bei mir oft nach Mitternacht passiert. In my despair, my joy and struggle were never part of yours. You were not here. Es geht um meinen eigenen Vater und in dem Song beschreibe ich ein Thema, was quasi das Thema meines Lebens irgendwie ist, dass mein Papa sehr, sehr früh weggegangen ist nach Indonesien und auch 2015 verstorben ist. Und in diesem Song geht es einfach darum, ja, was hat das mit mir gemacht, auch vor allem als Künstler. Und es geht viel aber auch um Vergebung, um Versöhnung und dass seine Abwesenheit mich als Künstler so geformt hat, wie ich heute bin. Dieses Rohe, dieses Ehrliche und dieses Unfertige quasi möchte ich gerne in dieser Musik ausdrücken und das möchte ich auch, dass meine Zuhörer das spüren und genießen. I am the maker of my dreams, I'm the sole creator of means, I'm the host and harbor of love. All my music is from above. Hallo, ich bin Iskander Vidjaya, ich bin klassischer Violinist, aber auch Singer-Songwriter und wir sind jetzt gerade hier bei mir zu Hause. Das ist mein Piano. An diesem Piano mag ich gerne Songs schreiben. Hier. Meistens sieht es so aus, dass ich irgendwie am Klavier sitze, keine Ahnung, eine Harmonie irgendwie fühle. What is love like on the moon? I reckon hard to share. Bis dato war ich eigentlich vor allem klassisch unterwegs, habe Bach, Beethoven, Mozart, Brahms gespielt. Diese eigenen Songs zu schreiben, das ist für mich wirklich ein inneres Bedürfnis. Ich habe das Gefühl, ich möchte eben meine Kreativität auch anderweitig ausdrücken. Nicht nur über die Interpretation von Werken der klassischen Standardliteratur, sondern ich möchte meine ganz persönliche Note einfach in die Songs legen. Der erste Startschuss war letztes Jahr, 2019, in New York. Da hatte ich mein Debüt gespielt und das erste Mal mich getraut, einen eigenen Song von mir zu spielen. Das Programm hatte sonst Stücke von Dvořák, von Gershwin, von Bach natürlich, der ein ganz, ganz großer Held für mich ist, ein musikalisches Vorbild und fast wie eine persönliche Religion. Und ich habe an diesem Abend eben meinen eigenen Song gespielt, Spirited Away. Und ich muss sagen, es war für mich irgendwie so ein erleuchtendes Erlebnis, zu sehen, wie die Leute reagieren, wie ich selbst reagiere, wenn ich mich quasi komplett nackt mache, musikalisch auf der Bühne und sage, hier, das bin ich, ganz ehrlich. Nichts anderes, nur die klare Essenz meiner selbst. Einen eigenen Song zu spielen ist auch immer irgendwie was total Aufregendes. Das Feedback, was ich damals bekommen habe in New York, war so überwältigend, dass ich gesagt habe, wow, das möchte ich unbedingt nochmal erleben. Und deswegen spiele ich in jedem meiner Konzerte eigentlich Musik auch von mir selbst. Mein persönlicher Stil hat, wie gesagt, viele, viele Einflüsse. Ich spiele sehr viel Bach persönlich und Bachs Musik hat diese Reduktion auf die Essenz, würde ich sagen. Du kannst keine Note in Bach weglassen. Alles hat seinen Platz, alles hat diese klare Logik und doch diese Reduziertheit. Ich arbeite auch nach diesem Credo
weniger ist mehr. Ich möchte die Songs nicht überproduzieren. Ich spüre oft eine Tendenz in der Popmusik heutzutage, dass mit unglaublich vielen Effekten gearbeitet wird, dass viel produziert wird, dass viele Extras einfach reingearbeitet werden in den Song und das sind auch alles tolle Sachen irgendwie. Aber mir geht bei der ganzen Sache dann oft die Seele verloren. Die Seele des Künstlers und die eigentliche Essenz, was der Künstler sagen wollte. Und genau dieses Gefühl möchte ich eigentlich rüberbringen. Das ist ehrlich, das ist echt, das ist authentisch, das bin ich. Und das ist mein Stil. Ich liebe Töne, wo du auch das Material hörst vom Strich. Ich mag nicht diese glatten, perfekten, klinisch sauberen Töne. Die interessieren mich weniger als auch diese kleinen vielleicht Fehler oder Unsauberkeiten im Klang. Wenn du den Strich von den Haaren auf den Saiten hörst, das Material, wenn du das Hauchige hörst, wenn du vielleicht einen Bruch in der Stimme hörst beim Singen. In my despair. Und all diese Kleinigkeiten, die interessieren mich viel, viel mehr als nur das perfekte, glanzvolle Ergebnis. Also ich mag diese Zwischentöne, die interessieren mich sehr. Ja, ich bin wirklich ein bunter Mix. Ich bin arabisch-holländisch sowie chinesisch-indonesischer Herkunft. Ich sage dazu immer, I'm the future of globalization. Ich würde schon sagen, dass man in meiner Musik diese Einflüsse irgendwie hört, auch wenn vielleicht nicht bewusst. Dann habe ich eine große Zeit meines Lebens natürlich in Indonesien auch verbracht, weil ich habe dort Familie, ich habe dort viel gespielt. Das beeinflusst mich natürlich, die Kultur, die Offenheit der Menschen, dieses sich selbst nicht zu ernst nehmen in Indonesien, das ist ganz, ganz stark, finde ich. Und dann natürlich diese Ausbildung, die ich hier in Deutschland genossen habe, die klassische Grundausbildung, das gründliche Lernen, was man in Deutschland eben mitbekommt von früh an. Und ich bin all diesen Einflüssen sehr, sehr dankbar. Hip-Hop-Symphonie ist einfach eine Kombination von Extremen, musikalischen Extremen. Ich gehe in eine extreme Virtuosität. Ich spiele in einem Tempo, das quasi an der Grenze des Spielbaren ist. Schneller geht's nicht, wenn man noch jeden Ton hören will. Und das habe ich kombiniert mit Hip-Hop-Tanz und Hip-Hop-Beat. Wir haben 5 Hip-Hop-Tänzer aus Papua in Indonesien dazu gecastet, die eine Choreografie sich überlegt haben. Ich bin Teil der Choreografie, das heißt, ich spiele und tanze in dem Video gleichzeitig. Es ist ein Stück, was eben wirklich nah am Zeitgeist ist, was super modern ist, Tempo, Tempo, Tempo. Wir haben geshootet in der Metropolis Jakarta, direkt über dem Highway. Das heißt, es ist das pulsierende Leben und es ist eine Seite von mir, die eben auch sehr stark präsent ist. Ich liebe dieses höher, schneller, weiter, lauter, krasser, fetter und das kommt in Hip-Hop-Symphonie einfach zum Tragen. Ja, ich bin sehr zurückgezogen aufgewachsen. Ich habe eine große Zeit meiner Kindheit, Jugend eigentlich in der Einsamkeit verbracht. Sehr, sehr fokussiert auf nur Üben, Geige und dann ein Großteil auch Meditation. Spiritualität spielt eine große Rolle für mich. Ich meditiere jeden Tag, circa eine halbe Stunde morgens. Aber es ist eine, ich würde sagen, undogmatische Spiritualität. Das heißt, es gibt keine Regeln. Ich genieße es einfach nur, mein Inneres zu erforschen und das auch in der Musik auszuleben. Ich arbeite gerne und oft mit einem Zen-Meister zusammen, der in meinen Konzerten eine Konzentrationsübung mit dem Publikum macht, sodass das Publikum quasi vorbereitet ist, wenn ich auf die Bühne komme und schon in meiner Zone. Dieses Suchen nach Schönheit, dieses Suchen nach Wahrheit im Ton und nach der richtigen Schwingung und Resonanz ist ganz klar ein spiritueller Prozess, den man mit Gebet und Meditation gleichsetzen kann.